Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und wenn man da nichts sieht von einem YouTube-Video, wisst ihr, ey, Project, der quatscht wieder. Und in nächster Zeit wird das, glaube ich, auch öfter passieren, weil es gibt immer Themen, worüber man quatschen kann. Und irgendwie habe ich da auch voll Bock drauf, gerade auch mit euch so auszutauschen. Und heute sind wir mal wieder. Ich meine, ich glaube, ich habe da noch nicht mal so ein Video drüber gemacht, aber jetzt machen wir einfach mal ein Video darüber. Nämlich Äh, Kameras oder eher gesagt Handys bei einem Festival. Da aber auch speziell natürlich Sets, Endshows, Shows, Closing Shows, whatsoever. Nur darauf bezogen natürlich. Ähm, weil natürlich, ne, wenn du auf dem Festival Handys mitnimmst, klar, gönn dir. Ne, mach deine Fotos, mach deine Videos da von dem ganzen Drumherum, wie es da aussieht, vom Campinggelände und. Ne, macht einen Spaß so. Bin ich voll fein mit, bin ich voll dabei. Aber bei mir geht es jetzt wirklich speziell nur, oder ne, jetzt gerade geht es wirklich nur speziell darum, ähm, ja, Sets und Endshows. Und da würde ich jetzt auch gerne, ob ihr jetzt schreibt oder wartet, bis das Video zu Ende ist, eure Meinung hören. Ja, ich muss ehrlich sagen, es gibt ja so eine krass, ja, es gibt ja wirklich so eine unterschiedliche Meinung dazu, ne? Klar ist es eine große Meinung oder viele sagen halt, ne, packt eure Handys weg. Da würde ich so sagen 70%, ne, machen wir mal so ein bisschen locker. 70% und 30% sind so, ja gut, ne, ist geil, mach, was auch immer, scheißegal, so in dem Bereich. Muss ehrlich sagen, ich war natürlich immer, wie man auch bei meinen ersten Reactions auch gesehen hat, immer einer der gesagt hat, oder der zu den 70% gehört hat. So von wegen, packt mal eure Handys ein, bla bla bla. Natürlich kann ich aber auch die 30% verstehen. Hier muss ich aber auch gleich sagen, Vlogs und, ne, also die das so beruflich machen, vielleicht, oder die nehme ich da raus, wo ich aber auch gleich sagen muss, was aber dann auch wieder auf alle zutrifft, eine Endshow geht 20 bis 30 Minuten. Ne, pipapo. Vielleicht mal ein bisschen kürzer, vielleicht mal länger. 20 bis 30 Minuten. Muss man jetzt wirklich die ganze Zeit das Handy draußen haben? Scheißegal, ob du Vlogger bist oder normaler Mensch bist oder was auch immer bist. Natürlich, wenn du da arbeitest für das Festival und damit nachher das YouTube-Video dazu beisteuerst, ne, scheißegal. Aber ich rede jetzt wirklich mit den Leuten, die da irgendwie mit ihrer Videokamera, mit ihrem Handy rumlaufen. Da denke ich mir halt wirklich, was bringt euch das? Klar, es bringt euch Erinnerungen, die ihr immer auf dem Handy habt oder auf dem PC dann nachher, ne, wenn ihr es dann rüberladet oder auf der Festplatte oder whatsoever. Fotos, Videos, was auch immer, klar. Ähm, bin ich auch voll fein mit, wenn man das bei, ne, 20, 30 Minuten, alle 5 Minuten, sag ich mal, macht. Ne, du holst mal kurz dein Handy raus, machst ein Bild von irgendwie einem krassen Feuerwerk oder machst ein kurzes Video, weil dir der Song gerade gefällt oder was auch immer. Ist natürlich schwierig, wenn man übertriebener Hardstyle-Fan ist. Dann feierst du ja eh jeden Song und da fängt es dann wieder an. Und da ist meine Meinung nach, ist es dann schon wieder too much. Deswegen zähle ich mich wirklich zu den 70%, die sagen, gönn dir doch einfach, gönn dir das so einfach, dass du dein Handy einfach weglässt und einfach in hier und jetzt lebst und alles genießt. Weil es bringt dir ja am Ende rein theoretisch nichts. Du hast, okay, Bilder, klar, klar, klar. Aber wenn du wirklich das ganze Ding aufnimmst, also die ganze Zeit dein Handy oben hast, kannst du erstens nicht im Hier und Jetzt sein. Du hebst dein Handy hoch und konzentrierst dich, dass das immer wichtig ist, dass du das Richtige filmst und guckst dann immer auf deinen Bildschirm, anstatt wirklich das Echte zu erleben. Dann Sound, Videoqualität ist beides Ass. Also, du kriegst ja nachher, nach dem Festival, kriegst du ja ein Video vorgelegt vom Festival,
was im Schnitt ultra geil ist, was von der Videoqualität um Weiten krasser ist, als du mit deinem Handy je wahrscheinlich aufnehmen kannst oder mit deiner Kamera. Und natürlich auch dadurch auch mehrere Ansichten hast. Und eine Soundqualität, die, ja, Studio-Qualität ist. Also was bringt es? So, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, ein ganzes Set oder eine ganze Show aufzunehmen. Natürlich, wenn du sagst, ey, ich nehme jetzt eine Minute lang auf, weil du willst, dass man die Crowd sieht oder, ne, wie gesagt, du filmst dich mit deinen Freundinnen, mit deinen Freunden. Safe. Auf jeden Fall, ne? Das würde ich als Erinnerung zählen lassen und gar keine Frage. Aber da wirklich 20 Minuten das Handy hochzuhalten und du bist ja nicht der oder die Einzige, sondern es machen ja so viele neben dir, macht das ja irgendwie auch ein bisschen kaputt für die anderen, aber auch für dich selbst. Und da ist ja auch immer die Sache, ja, achtest du jetzt auf dich selbst, achtest du auf die anderen? Natürlich sagt man oft, achte nur auf dich selbst. Aber meiner Meinung nach kannst du gar nicht so den Vibe empfinden, wenn du da an deinem Handy chillst. Muss man ja irgendwie so sagen. Weil ich habe das nicht gemerkt, ich hatte das nicht beim Tribute hier von Defcon auch. Ich hatte meine Kamera auch mit, ich habe auch ein paar Mal die Kamera halt hochgehalten bei ein paar Sets. Einfach um halt einen Vlog nachher irgendwie zusammen zu machen. Keine Ahnung, wie ich das vorhatte, wie auch immer. Und beim Tribute muss ich ehrlich sagen, da war ich die ganze Zeit am Überlegen und muss dann ehrlich sagen, ich hatte eine geile Truppe da mit mir, die dann gesagt hat, ja, die können das nicht verstehen, wenn man Handy oder Kamera hochhält, weil du das gar nicht fühlst richtig. Und da muss ich ehrlich sagen, da hat es bei mir nochmal Klick gemacht und habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, Kamera eingesteckt, habe mich da hingestellt und ich muss ehrlich sagen, das hat gut getan. Weil du wirklich die Emotionen auf einmal krass viel mehr gefühlt hast. Du hast alles um dich herum viel mehr gefeiert, viel mehr wahrgenommen. Die Leute waren am Klatschen, am Springen, am Mitsingen. Du hast auch gemerkt, wie ne, so der ganze Vibe, alle waren den gleichen Shit gefühlt am Fühlen. Du warst viel mehr drin. Und wie gesagt, diese Emotionen kannst du meiner Meinung nach nicht fühlen, wenn du an deinem Handy sitzt. Weil du dich gar nicht so drauf reagieren lässt, nicht so drauf reagierst und dich darin nicht fallen lassen kannst. Und ja, deswegen, das ist so ein Ding, wo ich mir denke, okay, gut, ich verstehe die 70%, also ich verstehe die 30%, aber ich bin wirklich auf der Seite der 70%, die sagt, hey, für ein paar Dinger könnt ihr gerne eure Handys rausnehmen, aber bitte lasst die weg. Weil ich will ja auch die Show sehen und wenn ich jetzt hinten stehe, in der Mitte stehe, oder an der Seite, dann will ich ja trotzdem alles sehen und nicht unten alles voll sehen mit Handys, sondern Menschen sehen, die abgehen, die Spaß haben, die den Scheiß fühlen. Und nicht halbtote Menschen, die einfach nur noch Handy gesteuert sind und den hier machen. Oder so. So, weiß ich nicht. Ist das so das Ding, worauf wir Bock haben, wenn wir auf ein Festival fahren? Ist das auch das Ding, was du machen willst, wenn du auf ein Festival fährst, dass du den Shit nicht wirklich inhalieren kannst, sondern einfach nur dastehst und dir denkst, jo, das ist geil. Das ist geil. Na? Ja, weiß ich nicht. Also meiner Meinung nach ist das der größte Quatsch. Und wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das Thema immer noch so präsent ist, weil das geht ja jetzt schon jahrelang so, seitdem Handys immer weiterentwickelt werden oder seitdem Kameras so gut sind, dass man das mitnehmen kann und so. Ja. Was ist da eure Meinung zu? Seid ihr auch wirklich in diesen 30% und sagt, ja okay, ist mir scheißegal, oder seid ihr wirklich bei diesen 70%, die sagen, ey, ne, ich bin da ganz deiner Meinung, lass das Handy weg, Erinnerungen schaffen wir im Kopf und nicht über irgendein Foto, über irgendwie ein Video. Weil man kann natürlich beides sein, aber das eine überwiegt ja immer. Das ist ja immer so. Ist ja bei vielen, vielen Meinungen da draußen immer so, du kannst die andere Meinung verstehen, aber du musst ja selber deine eigene Meinung haben und ich bin der Meinung, dass es so am besten ist. Dass du sagst, okay, gut, nimm dein Handy, mach Foto, mach ein kurzes Video,
Sind wir alle fein, wird keiner irgendwas irgendwo sagen und wird wahrscheinlich auch nicht so krass auffallen bei einer Endshow, bei dem Endshow-Video und so, als wenn du dich da jetzt hinstellst und 20 Minuten da irgendwie deine Kamera hochhältst. Für ein Video, was du dir nachher vielleicht 10-mal anguckst, weil auf TikTok wird es immer Leute geben, die Videos hochgeladen haben. Klar kann man da auch sagen, ja, aber die haben das Ding ja auch hochgehalten. Wenn wir es aber so sehen, und das ist mein Denken einfach, jeder nimmt irgendwie gefühlt 5 Minuten was auf, oder 2 Minuten, oder die Sachen, um die es eigentlich geht, weil es ist ja genau wie bei Reactions oder bei irgendwelchen Songs oder so, du wartest ja immer, bis dieser eine Drop kommt und darauf die Reaktion zu sehen oder darauf das Feuerwerk zu sehen, wenn wir jetzt bei Endshows bleiben. Darum geht es ja einfach nur. Alles drumherum oder was dazwischen ist, ist ja relativ egal. Deswegen, ja, kann man sich die schönen Dinge ja auch auf TikTok angucken, solange das neue Video noch nicht raus ist oder das richtige Video dann zu der Show raus ist. So denke ich mir das auf jeden Fall. Wie es dann am Ende, wie ihr das seht oder auch nicht, würde mich gerne interessieren. Bin da aber auch ehrlich, da gibt es kein richtig, kein falsch. Ich kann, wie gesagt, beide Seiten verstehen. Lass uns da jetzt kein Hate-Shit rausmachen. Gerade, ne, wenn jemand in den Kommentaren irgendwie eine andere Idee hat, oder ein anderes Empfinden hat, eine andere Meinung hat, dann ist das so. Weil lösche ich dann die Kommentare, die sich da gegenseitig haten. Ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß hier. Sondern einfach nur, dass man sich mal vielleicht so ein bisschen gegenseitig pusht. Und auch mal die Sichtweisen von jedem halt hier sieht. Das würde mich halt gerne mal interessieren. Ja. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich meine, vielleicht sagt die ein oder andere sagt dann so, ja stimmt, eigentlich hast du recht. Handy, nächstes Mal ziehe ich nur eben ein Foto von mir, von meiner Freundesgruppe, vielleicht ein kurzes Video, wie wir abgehen, wie wir Spaß haben. Und dann packe ich das wieder weg. Weil manchmal muss man das ja einfach nur hören. Ohne irgendwie Hate. Weil ich bin ganz ehrlich, auf diese Hate-Scheiße bringt einfach nichts, gerade mit diesem Ragebait-Kack und. Aber da werde ich auch irgendwann wahrscheinlich noch ein Video zu machen, Ragebait. Diese Ragebait-Kacke, wie auch immer, da werde ich noch irgendwann ein Video wahrscheinlich zu machen. Ja. Wie gesagt, lasst uns das wie normale Menschen, Menschen mit einem Herzen, Menschen, weil wir sind alle Menschen, ganz normal drüber quatschen in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt darauf. Dann sehen wir uns da. Sonst bei dem nächsten Video, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Project P quatscht. Weiß ich noch nicht, ob wir das überhaupt so nennen. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Sonst wünsche ich euch schon einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.